Hallo und herzlich willkommen in meinem Kanal. Heute möchte ich euch zeigen, wie man solche Schönheiten selber macht. Diese sind bereits lackiert und wie ich finde, sehr schön herausgekommen. Als Unterlage benötigt ihr eine glatte, ebene Grundfläche. Das kann wie hier ein Brett sein oder ein Plastikstück oder ein Tablett. Auf jeden Fall sollte es glatt eben sein, keine Erhebungen haben und es sollte groß genug sein, um nachher die Leinwand aufzulegen und einzutunken. Ich habe gerne diese Bilderrahmen, entweder die 18 x 24 oder die 20 x 20. Es gibt noch andere Formate, die kommen im 6er-Pack und sind recht günstig dafür, dass sie eine sehr gute Qualität haben. Kosten, ich denke, um die 11, 12 Euro im 6er-Pack. Ja. Dann kommen wir zum Beziehen der Unterlage. Ihr solltet diese Unterlage mit Plastik beziehen, damit die Farbe, die ihr da aufbringt, nicht aufgesaugt wird. Zudem solltet ihr das nachher auch abwischen können und ja, die Fläche sollte sehr glatt sein. Dazu habe ich schon ein Stück Plastikfolie ausgeschnitten. Ihr könnt auch Plastikfolie benutzen von einer Tüte oder von einem Müllsack. Nur müsst ihr darauf achten, dass die Folie glatt ist, keine Schweißnähte hat. Die Folie soll nachher ganz glatt auf dem Brett aufliegen. Ich persönlich mache mir ein weißes Blatt Papier unter die Folie, einfach damit man in den Videos besser sieht, was ich tue. Und dann zeige ich euch, wie ich die Unterlage beziehe, bespanne. Die Ränder sollten weit genug überstehen. Die Folie sollte auch stark genug sein, dass sie beim Umschlagen nicht reißt. Das ist ein Stück Malerfolie und die ist relativ stark. Folie glatt streichen. Dann nehme ich Klebeband aus dem Baumarkt und klebe die Folie auf das Brett. Im Idealfall ist die Folie nach dem Bekleben auf das Brett schön gespannt und hat auf der Vorderseite keine Falten.
Dann sehen wir uns das mal an. Ja, sieht gut aus. So, Teil 1. Dann werden wir die Farbe mischen. Ich mache etwas Wasser in den Becher, damit sich die pastöse Farbe besser löst beim Rühren. Nehme die Waage, 0. Ich habe jetzt ca. 20 Gramm Farbe. Und nehme dazu ca. 5 Gramm Floetrol. So. Dann werde ich gut rühren. Die Farbe ist so natürlich viel zu fest. Ich zeige euch die Konsistenz anhand der roten Farbe, da kann man das besser sehen. Diese Farben möchte ich für den Untergrund benutzen. Die habe ich gemischt aus Kaminrot, Umbra und Gold. Wo habe ich die Flasche? Und Gold. Dieses Violett werde ich etwas aufpeppen mit Gold. Dazu benutze ich einfach die schon fertig gemischte goldene Farbe, die ich in solche Fläschchen fülle. Jetzt hat dieses Violett einen kleinen Schimmer, wie das Rot auch. Dann werde ich dieses Grün benutzen. Das Grün ist eine Mischung aus Gelbgrün, aus diesem Gelbgrün und etwas Brillantblau und etwas Preußischblau. Um zu sehen, ob die Farbe, ob alle Farben in etwa die gleiche Konsistenz haben, nehmen wir ein Blatt Papier.
Hier habe ich Perlweiß. Dieses Grün. Gold. Violett. Hier habe ich Violett mit etwas, ich glaube, Primärrot und Gold. Ja. Dann, so kann ich sehen, passen die Farben zusammen. Passt das Grün zu dem Violett. Ich werde jetzt noch eine zweite Grün herausholen, die vielleicht passen könnte. Ja, dieses Grün, finde ich, passt jetzt nicht so gut. Das Rot habe ich vergessen. Das ist ja der Untergrund. Also dieses Grün werde ich nicht nehmen. Ich könnte das Gelbgrün. Das ist nur Gelbgrün mit Gold. Passt schon eher. Ja. Also bis auf dieses Grün werde ich diese Farben benutzen. So, um zu sehen, ob alle Farben in etwa gleich dünn oder fest sind, mache ich diesen Test und ich werde diese Farben so benutzen, wie sie angerührt sind. So, wir haben unsere Farben angemischt. Untergrund Gold, Grün, Perlweiß, Violett, helleres Violett und Gelbgrün mit Gold. So. Zunächst markieren wir das Feld für die Untergrundfarbe. Rühren zur Sicherheit noch einmal um. Und dann kommt die Farbe auf die Folie. Die Farbe sollte nicht zu dick aufgetragen werden. Auch nicht zu wenig.
So, ich denke, das genügt. Dann machen wir die Luftblasen heraus. Und dann können wir beginnen, die Farbe zu verteilen. Ich überlege jetzt gerade, ob dieses dunklere Grün besser passen würde als dieses helle. Vielleicht nehme ich eher diese beiden statt diese beiden. Ja. Dann mache ich die Luftblasen raus. Nehme diesen trockenen Bilderrahmen, setze ihn auf und senke ihn langsam ab. Etwas andrücken. Dann kannst du mit den Fingern versuchen, die Leinwand auf die Farbe zu drücken. Nur leicht drücken, nicht quetschen. Die Ecken, um sicher zu gehen, dass die Farbe auch am Rahmen vorne die Farbe berührt. Und dann heben wir die Leinwand nach oben senkrecht ab und hoffen, so. Sieht schon mal ganz gut aus. Es gibt hier noch etwas mehr Zellen jetzt mit der Zeit. Das wird sich noch entwickeln. Das sehen wir dann am Schluss. Wenn ich alle gemacht habe, lege ich sie euch alle noch mal hin. So, dann das nächste.
Hier findet Perlweiß, hier mache ich jetzt ebenfalls wieder Perlweiß oben drauf. Hier auch. Benutze ich noch schwarz, etwas mehr Tiefe. Ups. Gut. Perlweiß. Grün setzt sich dahin, wo es vorher auch schon war. Wenn du mit der Torch arbeitest, musst du aufpassen, dass du deine Folie nicht schmelzen tust. Dann nehme ich einen Rahmen, trocken, nicht vorbereitet. Du kannst natürlich im Vornherein die Kanten schon bemalen mit deiner Grundfarbe. Ich mache das immer zum Schluss, weil dann kann ich noch ein bisschen ausbessern. Hat sich für mich so besser getan. Kante aufsetzen, absenken. Mit den Fingern leicht drücken. Die Kanten andrücken. Und dann die Leinwand abheben. Ui. Bin jetzt schon gespannt, wie die aussehen nach dem Trocknen. Nummer 2. Kannst die Farbe wieder etwas nach innen schieben, die du seitlich herausgedrückt hast. Violett. Könnt ihr hier noch ein kleines hinmachen? Und Gold. Wer weiß. Grün. So. Ich habe jetzt keine unbenutzten Rahmen mehr. Deshalb benutze ich einen schon einmal benutzten. Aber diese Leinwände kann man durchaus zweimal benutzen. Aufsetzen. So, und
aufheben. Auch schön. Dann haben wir noch einen Rahmen, ebenfalls einen schon benutzten. Ich sehe jetzt hier an der Seite gibt es etwas wenig rote Farbe. Das werde ich etwas auffüllen. Ich denke, das reicht. So, dann machen wir noch eins. Wir machen noch eins vielleicht mit mehr Weiß. Viel mehr. Perlweiß. Noch einen Punkt hinein, einen perlweißen, und machen die Luftblasen heraus. So, nochmal ein bereits benutzter Rahmen. Und absenken. Mit den Fingerspitzen leicht drücken, nur leicht. Die Ecken andrücken, die Kanten, um sicher zu gehen, dass dort die Farbe auch hingekommen ist. Und dann den Rahmen anheben. So. Ui. Auch schön. Schön finde ich, dass man bei dieser Dip-Technik kann ich 2 oder 4 Bilder machen, die nachher auch zusammenpassen von den Farben her. Das sind ja alles die gleichen Farben und die kann man sehr schön zusammen aufhängen und man hat kein einzelnes kleines Bild ganz alleine hängen. Ich zeige sie euch gleich, wenn ich aufgeräumt habe. Ja. Diese Farbe werden wir in einen Becher tun. Dazu habe ich meinen Löffel und ich nehme so ein Spatel. Dann brauche ich einen sauberen Becher. Wenn ihr
die Ränder zum Schluss, also nach dem Trocknen der Dips bemalt, müsst ihr dran denken, dass ihr noch genug Farbe übrig habt, um die Ränder auch zu bemalen. Wenn die Farbe sowieso ungemischt ist, spielt das keine Rolle, dann könnt ihr einfach neu anrühren. Aber ist die Farbe gemischt, wie jetzt zum Beispiel dieses Rot, ist gemischt mit Braun und Gold. Es kann sein, dass ihr diesen Farbton so genau dann nicht hinbekommt. So, dann werden wir diese Farbe in diesen Becher tun. Und mit dieser Farbe kann ich ein anderes Mal einen Hintergrund machen oder ich töne die Farbe ab, ich mische sie irgendwo dazu. Auf jeden Fall muss ich sie nicht wegschmeißen. Ups. Ich zeige euch mal, wie das jetzt. Kann man durchaus sehr gut für einen anderen Hintergrund verwenden. So. Alles gut abgewischt. Hier kommt mein Handy drauf. So. Und da kann man abgestellt. Und dann kann ich wieder das Wasser. Hier haben wir noch hinein gemacht. So, die Bilder zeige ich euch, wenn sie trocken sind, nochmal. Schön, oder? Vielen Dank fürs Zuschauen.